Sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf, zu Ihnen sprechen darf. Wir haben uns überlegt, wenn sich die Gesellschaft so verändert, wie wir das momentan prognostizieren können, mit allen Unsicherheiten, welche Rolle hätte dann sinnvollerweise Kunst und Kultur? Also wir haben nicht gefragt, wie man normalerweise fragt, was können wir tun, um die Unwilligen in die Oper zu karren, sondern wir haben uns überlegt, völlig losgelöst von dem, ja, welche Rolle für Kunst und Kultur wäre eigentlich sinnvoll für die Gesellschaft und für das Individuum. Und Sie werden sehen, dass diese Rollen vielleicht ein bisschen was damit zu tun haben, mit Ihrem Selbstverständnis. Zum Teil sind sie vielleicht auch ganz anders. Aber das ist okay, Sie sollen sie ja nur inspirieren, wenn Sie sich an die Aufgabe setzen, sich zu überlegen, wie soll meine Institution in den nächsten 5 bis 10 Jahren aussehen. Mehr ist es nicht. Die Hintergründe dieser Präsentation war, dass ich während der Corona-Zeit gebeten wurde, gemeinsam mit anderen Kollegen eine Vorlesung zu konzipieren, die getragen wurde von 4 deutschen Kulturinstitutionen, die sich so der Frage stellten, wie schaut jetzt eigentlich unser neues Gebäude aus? Das, wo wir gerade drin sind, wurde in den 60er, 70er Jahren gebaut und zerbröckelt. Wenn wir das jetzt neu aufbauen, wie sollen wir das denn tun? Und da hat es eine Vorlesungsreihe gegeben, und wo ich zum ersten Mal diese neuen Rollenbilder vorgestellt habe. Und wir haben dann diese Rollenbilder ebenfalls in der Kultusministerkonferenz vorgestellt. Ich weiß gar nicht, wie ich da hingekommen bin. Ich glaube, es war Corona und da war vieles möglich. Und wir arbeiten zurzeit gerade daran, mit dem Land Schleswig-Holstein diese Bilder mit den Kollegen vor Ort zu diskutieren, um den digitalen Masterplan Kultur weiterzuentwickeln. Und Sie sehen einige dieser Feedbacks, die wir gesammelt haben in den letzten 1,5 Jahren, sehen Sie in diesen Folien. Einstein-Zentrum ist so ein Berliner Hub, wo alle Wissenschaftler, die sich mit Digitalisierung beschäftigt sind, zusammengefunden haben. Sie erkennen daran, dass es Berlin ist, weil es immer diese rot-weißen Dinger gibt. Auf jedem Berliner Bild sind die drauf. Das ist wie so ein Copyright-Ding, glaube ich. Ja? Na gut. Ja, also so schauen die Slides aus. Sie erschrecken nicht, aber wie gesagt, es ist auch nicht alles Detail. Aber Hintergrund war, als wir dieser Konferenz der Kultusminister waren, und das war noch so ganz kurz nach Corona, waren alle ein bisschen erschrocken, weil das Publikum kam nicht. Ja, und man hatte während Corona relativ viel Geld ausgegeben und das Publikum kam nicht. Und was machen wir denn jetzt? Und wir haben uns dann mal angeschaut, wie die Fördermittel ausgegeben wurden. Das ist jetzt mal das Beispiel von Schleswig-Holstein. Ich vermute, das ist in anderen Bundesländern nicht dramatisch anders. Und wenn Sie sich so die färbigen Blöcke anschauen, dann sieht man vielleicht so ein bisschen, dass der Großteil des Geldes, und das war ja nun wirklich nicht wenig, wurde nicht dazu ausgegeben, was Neues zu machen, sondern man hat versucht, das gegenwärtige Modell sozusagen Corona-tauglich zu machen. Mein Lieblingsbeispiel sind mal in Restaurants. Was haben die Restaurants gemacht während Corona? Die haben versucht, die Speisekarte online zu stellen, dann irgendeinen Bezahlservice aufzutreiben und dann irgendwie einen Kurierdienst und so. Aber das Ding an sich blieb so, wie es war. Oder? Hat sich nicht viel geändert. Und so war das auch. Also man hat sehr viel Geld investiert, um zu versuchen, die Leistungen, die man erbringen wollte, auch während Corona irgendwie digital doch noch irgendwie möglich zu machen. Also das war das eine Konklusion, das wir hatten. Wir haben die dann so geclustert in so verschiedene inhaltliche Dinge. Sie sehen hier Digital Music, auch ganz schön, waren so, in Schleswig-Holstein fallen auch die Musikschulen zum Beispiel unter diesen Cluster. Und die zweite Beobachtung, die wir gemacht haben, ist, dass die teilweise sehr ähnliche Dinge gemacht haben, aber nicht miteinander kooperiert haben. Und haben teilweise identische Projekte gehabt, also identische Software-Technologiewissenschaft, und waren vielleicht 3 Straßen voneinander entfernt, aber haben nicht zusammengearbeitet. Da haben wir gesagt, okay, möglicherweise ist das etwas, wo man ansetzen kann. Also auch das Thema der Kollaboration der kulturellen Institutionen untereinander. Wir haben da mal versucht herauszukriegen, wo soll das jetzt eigentlich hingehen? Weil die Frage war natürlich, wenn das Publikum nur mal zögerlicher kommt, dann bringt es ja auch nichts, wenn wir anstatt 20 Premieren 35 Premieren machen.
Oder more of the same. Also was können wir denn anders tun? Dann haben wir gesagt, okay, was will eigentlich die Kulturpolitik? Und wir haben mal versucht, wie gesagt, bitte schreien Sie mich nicht nieder, das irgendwie so zu clustern, auch auf einem Zeitstrahl. Und da sieht man, dass es natürlich nach dem Zweiten Weltkrieg lange Zeit etwas zäh war. Sie sehen so Begriffe, die ich versucht habe, aus der Literatur rauszufinden. Oben drüber ist immer so die schleswig-holsteinische Zeitstrahl, der ein bisschen zeitversetzt ist, aber ziemlich ähnlich ist. Da ging es erstmal so Heimat- und Kulturpflege nach dem Zweiten Weltkrieg, klar. Dann in den 60er Jahren, wir wissen es, fing man an, Kultur demokratisieren, neue Kulturpolitik, aktivierende Kulturpolitik, eigentlich was sehr Modernes. Ja. Also jeder ist in der Lage, Kultur irgendwie zu machen, man muss das nur irgendwie aktivieren und die Institutionen, die sollen das irgendwie hinbekommen. Dann passierte nach der Wiedervereinigung etwas Seltsames, wo man versucht jetzt erstmal alles, was da ist, irgendwie zu stabilisieren. Ja, der Überbegriff war, fand ich ganz interessant, kulturelle Grundversorgung mit extrem steigenden Kosten überall. Ja. Und wie geht es jetzt weiter? In Schleswig-Holstein ist man zu dem Punkt gekommen, zu sagen, okay, wir entwickeln das weiter, wir wollen es jetzt auch digitalisieren, aber digitalisieren sagt ja auch nichts. Es ist ja nur eine Form, aber es sagt ja nichts über den Inhalt und über die Rolle, oder? Und wir haben uns dann überlegt, gut, wo stehen wir denn jetzt? Also Sie merken so, die Krisen nehmen Überhand. Und was könnten aktuelle Fragestellungen sein? Also wenn ich ein Nutzender bin der Kultur, würde ich vielleicht versuchen zu sagen, wie hat man das schon mal in der Vergangenheit erlebt, was ich gerade erlebe? Wie haben die das denn gelöst? Wie kann ich es machen, dass ich in dieser digitalen Gesellschaft mich zurechtfinde? Kriege ich da irgendwie eine Anleitung her? Kann mir irgendjemand helfen? Was kann ich machen? Also was sollte ich eigentlich machen? Und zum Schluss, also wie können wir es machen als Gesellschaft wiederum? Also das könnten so Fragen sein, die man sich stellen kann und wo ich vielleicht, wenn ich ein Kulturangebot konsumiere, mir überlege, kriege ich da vielleicht irgendwas zurück? Hilft man mir in dieser schwierigen Situation, in der ich als Individuum bin, irgendwie umzugehen? Wir sind dann auf 4 Rollenbilder gekommen und ich werde die in den nächsten 10 Minuten sorgsam mit Ihnen durchbesprechen. Und die sind so von der Radikalität her, das wahrscheinlich das Unproblematischste ist die sogenannte Foundation. Da waren wir natürlich beeinflusst, ich weiß nicht, ob Sie auch Science-Fiction-Fans sind, von Isaac Asimov und seiner Foundation-Trilogie. Die Foundation-Trilogie besagt, dass es da einen Wissenschaftler gibt und der erkennt, dass die Gesellschaft in eine Krise zusteuert und auseinanderfällt und er versucht, eine Foundation zu gründen, die das Wissen irgendwie sammelt und archiviert, um damit diese Schreckenszeit des Chaoses zu verkürzen, weil die Foundation schützt nicht nur das Wissen, archiviert es, sie soll es dann auch wieder zurückspielen an die Gesellschaft. Also es ist das Thema der Archivierung, aber auch das Thema des Zurückspielens und des Lernens. Das zweite Rollenbild, das ist schon ein bisschen angesprochen worden von meinen Vorrednern, so das Thema freie Produktion. Also wenn die Hälfte der Menschheit im Internet irgendwie spielt, wenn wir immer mehr Hilfsmittel bekommen, um selber kreativ zu werden, was macht man damit? Also können kulturelle Institutionen da eine Brücke schaffen? Können die das vielleicht verstärken? Können die vielleicht selber eine Plattform sein, um diese Kulturleistungen zu verstärken? Und ich glaube, diese freie Produktion und auch Foundation ist deswegen so wichtig, weil es gibt ja mehrere Szenarien, wie die Zukunft der Gesellschaft ja auch hier im Westen aussehen kann. Und das positive Szenario, ist, dass wir in einer sehr viel dezentraleren Welt leben können. Das heißt, Communities konstituieren sich, werden unterstützt durch Maschinen oder Roboterfabriken, die kaum mehr Menschen brauchen, aber Werte generieren. Mit diesen Werten kann ich ja Steuern auch generieren und meine Bevölkerung ebenfalls unterstützen. Und dann leben wir in autarkeren Gesellschaften, die vielleicht nicht mehr so arbeitsteilig sind. Das heißt, ich kann auf einmal selber wieder Dinge machen. Ich kann auch Kunst und Kultur machen und vielleicht hilft mir eine Maschine dabei. Ich kann genauso gut darstellende Kunst machen, etc. etc. Und ich habe auch mehr Zeit dafür. Ja. Wir steuern jetzt auf eine 4-Tageswoche hin, so mit allem hin und her. Wahrscheinlich wird es dann nochmal reduziert in den nächsten Jahren. Was machen die Leute mit ihrer freien Zeit? Also das sind ja Leute auch tatsächlich besorgt. Ja.
Weil wenn da reiche Leute Zeit haben, ist das kein Problem, aber was machen wir, wenn auf einmal die Mittelschicht oder gar die Unterschicht Zeit hat? Was passiert dann? Ne? Und ganz interessant vielleicht auch das Thema der Rolle der Überraschung. Also wenn Ihr Leben immer vorher kalkulierter wird, ne, also wenn der Algorithmus weiß, was Sie wollen und wie Sie sich verhalten werden, dann ist doch das Thema der Störung dieser Situation total spannend. Also kann Kunst in der Situation etwas Überraschendes schaffen, Sie aus dieser Blase herausreißen und irritieren und stören und dann die Möglichkeit geben, sich etwas Neues zu überlegen. Ist das nicht eigentlich eine sehr eigentümliche Aufgabe von Kunst oder Kultur? Ist nicht eigentlich Überraschung überhaupt die eigentliche Art der Kommunikation? Letzter Punkt, Places for Change. Da haben wir gesagt, da waren wir etwas radikal und haben gesagt, okay, wenn wir nicht genau wissen, wie die Gesellschaft aussehen wird, brauchen wir da nicht irgendwelche Orte, wo wir uns gemeinsam überlegen, wie diese Gesellschaft aussehen könnte, wie wir sie konstituieren. Und könnte nicht Kunst und Kultur der Ort sein, wo wir sowas machen können? Frage andersherum, wo sonst? Also mir ist nicht viel eingefallen, die Wissenschaft wird es nicht sein, Politik bin ich auch etwas unsicher geworden, ja. Die Wirtschaft möglicherweise, aber warum nicht auch Kunst und Kultur? Die Kunst und Kultur hat sich da so ein bisschen zurückgezogen, wie ich finde, und die Aktivistinnen zum Beispiel im Bereich der Klimakrise sind ja sehr viel stärker geworden, aber Kunst und Kultur hält sich da so ein bisschen merkwürdig zurück. Warum? Es war mal anders, muss nicht so sein. Ich gebe Ihnen mal, wenn ich darf, ich würde Ihnen ganz kurz einen einminütigen Clip zeigen von einem Kunstwerk von einer Künstlerin, Nora El-Badri heißt sie. Und die hat versucht, einige dieser Themen, die ich eben genannt habe, in einem Kunstwerk, in einem virtuellen Kunstwerk zusammenzufassen. Ich zeige Ihnen das mal ganz. Es dauert nur eine Minute, wenn das geht. At this critical moment in time, we think that it is important to radically redefine the role of the arts and museums. Nothing is more powerful than the arts. Every human power can be resisted and changed by human beings. Thus, we must rethink the role of museums to match this new role and ambition. Here we seek two goals: doing justice to the past and to shape the future. We will make our institutions places for this needed change and provide historical lessons, but also hack into futuristic scenarios based on these learnings and available technology. To design new tools and technologies, these had to be imagined first. Is there a better place to ignite imagination than in institutions that are full of ideas, stories, artifacts and reflections? In sum, our museum will become a time machine. We can go back to understand history and its hegemonic roads leading to our current challenges and multipolar world. And we can also glimpse into the future. Ja. Das ist natürlich nicht echt, oder? Das merken Sie. Also zwei Aspekte hier. Nora El-Badri hatte mich gebeten, ich soll mal einen Text schreiben, wie ich mir vorstelle, dass Museen aussehen könnten. Das habe ich gemacht. Das ist diese Idee der Time Machine. Sie merken, da kommt diese Idee des Places for Change rein, und diese Unterstützung für anstehende Transformationsprozesse. Der Überraschungseffekt war, dass dieser Text in den Mund des damaligen Direktors des British Museums gelegt wurde, oder? Und das soll sie irritieren. Da gibt es mehr, wenn Sie sich das anschauen wollen, ist total interessant. Da gibt es dann auch den Direktor des Louvres, der dann verkündet, er wird alle gestohlenen Kunstschätze wieder zurückgeben. Und ich war vor 2 Wochen bei der Premiere in Berlin dabei, als Nora El-Badri das vorgestellt hatte, und war total interessant, die Leute zu beobachten, die das gesehen haben, die das zum Teil nicht genau wussten am Anfang, dass das natürlich ein Deepfake ist. Wenn es für Sie okay ist, schauen wir uns ganz kurz diese 4 Rollen an. Foundation. Das sind diese schlimmen Slides. Genau. Aber
man braucht mehr als eine Minute, um es zu lesen. Genau, also was ist die Idee dahinter ist, wir versuchen Dinge, die vielleicht verschwinden werden, auch durch die Automatisierung, Digitalisierung, Fertigkeiten, wie es eben auch genannt wurde, die Art und Weise, ein Musikinstrument zu spielen. Wir versuchen das zu schützen und zu archivieren und geben es dann zu einem späteren Zeitpunkt wieder zurück. Ein Beispiel fand ich sehr interessant, wieder aus dem Museumsbereich. Weiß nicht, ob Sie das kennen, das Hongkong Museum of the Martial Arts. Und man ist drauf gekommen, dass die großen Kung-Fu-Lehrer in Hongkong jetzt sich auch schon so den 70er, 80er nähern und keine Schüler mehr haben. Also sie haben niemand, wo sie diese Fähigkeiten weitergeben können. Und was das Museum dort gemacht hat, war, diese Leute und ihre Kampftechniken zu verfilmen und elektronisch zu archivieren, damit man es am Leben erhalten kann und später vielleicht an Schüler weitergeben kann. Oder? Interessante Diskussion mit der preußischen Stiftung, ich merke es mir nie genau, Schlösser und Seen und irgendwie. Und die sind zum Beispiel drauf gekommen, dass in den ganzen Parks in Berlin-Brandenburg die Bäume sterben. Das heißt, die Parks werden in Zukunft ganz anders aussehen. Also vielleicht hat man dann gar keine Bäume mehr oder man hat irgendwelche Bäume aus Südostasien, die aber wieder ganz anders aussehen. Und kann man nicht da jetzt versuchen, den Park, so wie er heute ist, zu archivieren und darzustellen, um dann versuchen, irgendwas draus zu machen? Im Musikbereich, wie gesagt, bin da kein Fachmann, aber Kammermusik ist ja so etwas, wo man sagt, wie lange wird das noch da sein, wenn die Generation dann mal stirbt, die sich das heute anhört. Eine andere These ist, dass dann die Jüngeren alt werden und es dann auch gut finden. Aber vielleicht muss man auch da sich überlegen, kann ich das irgendwo archivieren und digitalisieren? Und Sie sehen hier so die Idee, wir versuchen hier ein Archiv zu bauen, aber da geht es nicht nur um den Artefakt oder um das Musikstück, sondern auch um die Kontextinformation drumherum. Wer hat das gemacht? Wie wurde das gemacht? Warum wurde das gemacht? Warum erachten wir es als wichtig, dass es da hineinkommt? Und das Zweite, das sehen Sie auch, sich auch zu überlegen, wie kann ich das wieder zurückspielen in die Gesellschaft? Wird der Künstler, die Künstlerin zu einer Unternehmensberaterin, die in ein Unternehmen geht und sagt, hey, in der Kunst machen wir das so oder wir haben hier Beispiele in der Geschichte, wo wir es so und so gemacht haben, um eine Hilfestellung zu geben und das wieder zurückzuspielen. Also da spielt das ganze Thema Bildung, digitale Bildung eine ganz wichtige Rolle. Und wir haben das, Sie sehen ja die deutschen Kommentare auch mit einigen Experten besprochen, die Idee eigentlich ziemlich gut fanden, wie ich finde, aber natürlich sich auch nicht ganz sicher waren, wie macht man das? Und der Hinweis, den wir bekommen haben, war zu sagen, versucht nicht ein Riesenarchiv zu bauen, sondern nehmt da mal Dinge, die für euch relevant sind und baut das dann schrittweise auf. Also ganz langsam. Und seht eure neue Institution wie ein digitales Unternehmen. Das ist die Idee dahinter. Und natürlich, Sie sehen hier 1000 Ideen, wie man das machen kann, welche Technologien man dazu braucht. Das, was ich Ihnen jetzt zeigen möchte, wir haben das Bild entwickelt. Wir haben uns dann auch überlegt, mit welcher Technologie kann man das überhaupt umsetzen. Und der letzte Punkt, vielleicht habe ich noch Zeit, Ihnen das zu zeigen, ist, wie steuere ich die Umsetzung von dem ganzen Ding? Weil es ist ja hyperkomplex. Das schaut dann so aus. Nur, dass wir brauchen nicht auf den Content zu gehen, aber nur damit Sie sich ein Gefühl dafür kriegen, welche Fragestellungen auf Sie zukommen. Wir haben uns links angeschaut, okay, welche Prozesse in der Institution sind eigentlich von dieser Veränderung betroffen. Das sehen Sie mit den Häkchen, also so ziemlich alle. Sammeln, bewahren, ausstellen, vermitteln, Veranstaltungsdurchführen, Kommunikation, Marketing, da. Dann haben wir uns überlegt, je nachdem, ob Sie im Musikbereich sind, im Museum, Theater, Bibliothek, welche Funktionalitäten, welche technologischen Funktionalitäten bräuchten Sie, um das hinzubekommen? Und dann sehen Sie hier so was ganz Komisches, das nennt sich Kulturplattform. Also wir sind relativ schnell zu dem Konklusio gekommen, dass für eine einzelne Institution alleine das nicht zu stemmen ist. Also Sie müssen sich vorstellen, wenn die deutschen Automobilhersteller, die echt viel Geld haben, sagen, sie schaffen es nicht, alleine in den digitalen Raum vorzudringen, sondern mit anderen Unternehmen kooperieren müssen, dann müssen das die Kulturinstitutionen doch auch, oder? Und hier ist die Idee, eine Plattform zu bauen, die diese Kollaboration der Kulturinstitutionen ermöglicht.
mit so trivialen Dingen, dass man zum Beispiel eine Software nur einmal kauft, eine Technologie nur einmal entwickelt und dann Lizenzen vergibt zum Beispiel. Das heißt, es gibt eine Kooperationsfläche, die für alle zugänglich ist und die helfen soll, diese Technologie schneller und einfacher und kostengünstiger zu verteilen. Revolutionäre Idee. Überhaupt nicht. Es ist eine ganz triviale Idee, aber heute ist in diesem föderalen Land niemand aufgerufen, das zu tun. Wir haben uns angeschaut, Sie können sich erinnern, ich hatte Ihnen vorhin gezeigt, diese ganzen Förderanträge, die da durchgegangen sind, die wurden zwar geprüft, aber nur im Sinne von, ist es inhaltlich richtig und sind die Kosten, die damit verbunden sind, realistisch. Es wurde nicht geprüft, ob die Institution nebendran nicht genau dasselbe macht und ob es nicht sinnvoller wäre für den Steuerzahler, wenn wir die Dinge zusammen tun würden. Weil keiner den Auftrag hat, das zu machen. Also es ist nicht nur ein technologisches Problem, sondern ein organisatorisches Problem. Schauen wir uns Überraschung an. Genau, was ich versuchte zu sagen, kann nicht eine Rolle auch sein, die Ihre Institution hat, Leute zu überraschen, zu stören, vielleicht zu irritieren, um damit Neues zu ermöglichen. Da war das erste Feedback, das wir bekommen haben, war so hier das vierte von unten. Wollen Sie das überhaupt? Dürfen Sie das überhaupt? Was sagen denn Ihre Shareholder dazu oder Ihre Stakeholder, wenn Sie so etwas machen? Ja, und da bemerkt man natürlich, dass das Organisationen ja immer wieder versuchen, es kann vielleicht sinnvoll sein, da eine eigene Brand für zu gründen oder man macht das unter einem anderen Titel, weil sie wollen ja die bestehende Franchise nicht irritieren oder in Gefahr bringen. Ja, aber no risk, no fun. Genau, und die Idee hier, die ist eigentlich ziemlich klar. Ja, also wenn wir alle nur mehr in unserem Bubbles leben, wenn der Algorithmus nur mehr das bestimmt, was wir sehen, wenn er uns nur mehr das vorschlägt, was der Algorithmus glaubt, das uns gefällt, dann kommen wir ja da gar nicht mehr raus. Und das Fatale an der Situation ist, und das werden Sie vielleicht mitbekommen haben, aber dass diese Prognosen, die die Firmen anstellen, ja nur dann funktionieren, wenn Sie davon nichts mitbekommen. Wenn Sie es mitbekommen würden, würden Sie sich ja nicht mal statistisch zufällig entscheiden. Ja, deshalb ist es ganz wichtig, dass derartige Prognosen vor Ihnen sozusagen geheim gehalten werden. Die nächste Stufe in dieser Geheimhaltungsstrategie ist, dass wir uns alle früher oder später eine Middleware besorgen müssen. Sie wissen, was eine Middleware ist. Haben Sie die Diskussion verfolgt? Middlewares werden gerade von amerikanischen Universitäten gebaut und das sind nichts anderes als Filter. Und Sie können sich dann überlegen, okay, ich bin ein progressiver Mensch, ich kaufe mir einen progressiven Filter oder ich bin eher ein Traditionalist, ich kaufe mir einen, der traditionelle Werte verkündet. Und Sie stöpseln diese Middleware in Ihre sozialen Medien ein und diese Middleware filtert für Sie alle Inputs gemäß Ihrer Präferenzen. Ist eine coole Sache, weil Sie sind dann quasi selber dafür verantwortlich. Aber Sie haben die Wahl, Sie können vielleicht 4 oder 5 Middlewares kaufen. Momentan, glaube ich, läuft die Diskussion auf der EU-Ebene, ob man zum Beispiel Twitter nicht verpflichtet, dass die eine Middleware von sich aus einbauen. Die Frage natürlich mit dieser Middleware ist immer, wer hat die programmiert, was passiert da, wer ist der Algorithmus? Und da steckt ja auch wieder eine künstliche Intelligenz dahinter. Und jetzt ist die Frage genau, können wir da irgendwas gegensteuern? Ich denke mal, wenn es eine Aufgabe für Sie gibt, dann könnte die nicht da liegen. Ja? Mit allen Risiken, das verstehe ich. Und Sie haben ja Förderanträge und dieses und jenes. Aber ich glaube, das wäre doch etwas, was sehr spannend wäre. Sie sehen auch da immer dieselbe Idee dahinter. Wir haben so Beispiele gegeben und auch da, was sind Möglichkeiten, technologische Möglichkeiten, die Sie nutzen können. Zum Beispiel, hier haben wir zum Beispiel gesagt, sehr stark auch Kollaboration mit anderen Institutionen. Also Sie werden vielleicht die Überraschung nicht alleine hinkriegen, aber wenn Sie mit einem Museum zusammenarbeiten und dann können Sie vielleicht gemeinsam etwas konstruieren, was extrem spannend ist. Sie müssen vielleicht auch rausgehen aus Ihrer Institution, das in einem anderen Ort machen, der für die Leute wiederum überraschend ist. Ja, weil in Ihrer Institution selber
Ich weiß nicht, ob Sie da die Überraschung erzeugen können. Freie Produktion, Free Production, von der australischen Kollegin kam das Wort Peers, es kommt so ein bisschen aus der Idee der Peer-Produktion. Und auch da haben wir gesagt, kulturelle Produktion findet vermehrt außerhalb ihrer Institution statt. Vielleicht von einem Publikum, das Sie heute noch gar nicht schätzen oder das vielleicht auch nie zu Ihnen kommen wird, weil die glauben, dass Ihr Angebot aus irgendwelchen Gründen für Sie nicht interessant ist. Die machen aber auch was. Die spielen, die programmieren, die komponieren. Könnte man nicht diese Produktion in irgendeiner Art und Weise an Ihre Institution ankoppeln, sodass Sie die nutzen? Ein Feedback hier von meinen Schweizer Studenten war zu sagen, kann nicht Ihre Institution zu einer Plattform werden, die selber wiederum diese Produktion verteilt und distribuiert. Ja, also Sie werden sozusagen dann zu einem Musikverleger, wenn Sie so wollen. Und auch hier natürlich ein Haufen Anforderungen, die da auf Sie zukommen. Und ein spannendes Thema hier, fand ich, war auch das Thema Smart Cities. Das ist ja auch in Hamburg ein Thema, das ist in Schleswig-Holstein ein Thema, da heißt es nicht Smart Cities aus naheliegenden Gründen, sondern digitale Regionen oder sowas. Aber momentan arbeiten fast alle Städte daran, sich neu zu erfinden, ja, mit Digitalisierung. Wenn Sie sich die Programme anschauen, ich habe mir das von Hamburg angeschaut, finden Sie nichts zum Thema Kultur. Also wir finden so Dinge wie Transport, Müllentsorgung, Sicherheit, aber nichts zum Thema Kultur. Und das ist doch interessant. Warum kann man da nicht versuchen, irgendwie eine Integration hinzukriegen? Wenn die das jetzt werden ja die Foundations gelegt für diese neuen Städte, diese ganzen Konzepte, die geschrieben werden. Das heißt, wenn Sie jetzt da nicht dabei sind, wird das extrem schwierig werden. Ja? Und was Sie sich natürlich auch überlegen können in der Situation, ob Sie sich nicht früher oder später einen Ableger im Cyberspace leisten. Also wenn Sie Ihre Institution nicht öffnen können oder nicht öffnen wollen, auch weil Sie Ihr bestehendes Publikum nicht verlieren wollen, haben Sie immer noch die Chance, eine eigene Marke im Cyberspace aufzumachen. Und da können Sie ja ganz andere Dinge tun. Und bevor Sie jetzt über diesen Vorschlag lachen, das ist eigentlich die Strategie, mit der fast alle Unternehmen an das Thema rangehen. Wenn Sie anschauen, Volkswagen hat eine eigene Marke gegründet, wo sie nur das Thema Electronic Self-Driving Vehicles machen. Das machen sie nicht unter der Marke VW, aus verschiedenen Gründen. Sie könnten ja vielleicht auch sich einen Ableger basteln. Ich habe in der Schweiz, haben wir mit den Studenten einen Ableger für ein Altersheim im Metaverse gemacht. Ja, total toll. Ja, besser als nur Fernsehschauen. Letzter Punkt, Places for Change. Das war natürlich der waghalsigste. Und das gestehe ich auch ein, das ist vielleicht ein bisschen viel verlangt von einer Institution, die sich mit Kunst und Kultur oder mit Musik beschäftigt, zu sagen, können wir nicht ein Ort sein, wo wir über neue gesellschaftliche Konzepte nachdenken. Aber auf der anderen Seite, wenn Sie sich überlegen, das Thema Partizipation bleibt interessant, bleibt spannend, gerade auch wenn Sie sich den ökologischen Umbau vorstellen. Es ist ja völlig ungeklärt, wer das bezahlt. Zahlen das die 1%? Zahlen Sie das? Also die Ungleichheiten in der Gesellschaft werden ja womöglich ansteigen. Und dann könnte man sich ja überlegen, wie gehen wir jetzt damit um? Und ist das nicht auch eine Aufgabe für Sie? Oder andersherum, wenn Partizipation wichtiger wird, können Sie es sich leisten, nicht partizipativ zu sein? Ich meine, vielleicht können Sie schon, wenn Sie das Geld bekommen, das zu tun. Aber die Frage ist, ob das sinnvoll ist. Wir haben uns dann überlegt, okay, wie gehen wir damit um? Sie sehen, eine völlig langweilige Idee. Wir haben dann gesagt, okay, jetzt haben wir da 300 Einzelangebote. Wie kriegen wir das so hin, dass wenn jemand nach Schleswig-Holstein kommt, sich überlegen kann, was kriege ich denn hier? Und Sie sehen hier, ich sage es jetzt mal ganz, ganz offen, ein sehr lahmer Versuch, sowas wie eine einheitliche Darstellung zu finden, wo ich irgendwo hinfahren kann. Wir haben gesagt, das ist wahrscheinlich eine Karte, weil junge Leute sehr viel mit Karten hantieren, wo wir alle Angebote in irgendeiner Art und Weise aufrufen können. Selbst mit dieser trivialen Darstellung ein Haufen Probleme. Das Thema Personalisierung.
Ohne Personalisierung wird das ja nicht funktionieren. Öffentliche Institutionen tun sich wahnsinnig schwer mit dem Thema der Personalisierung, weil da müssen Daten gespeichert werden. Wie mache ich denn das? Habe ich ein Datenkonzept? Ihre privatrechtlichen Mitbewerber machen alle Personalisierung. Ja. Sie werden es nur nie gesehen haben, dass sie ihr Einverständnis längst dazu gegeben haben. Aber selbst bei diesem einfachen Ding, sind wir drauf gekommen, gibt es enorme Schwierigkeiten, sowas zu bauen. Bis hin zu der Frage, wer macht das dann eigentlich? Ist das die Rolle des Kultusministeriums, sowas zu machen? Wenn die es nicht machen, wer macht es dann? Wir haben eigentlich gesehen, es gibt schon erste Ansätze. Wir sind drauf gekommen, in Schleswig-Holstein haben wir gesehen, dass die Musikschulen zum Beispiel, aber auch die Bibliotheken anfangen, sich selbst zu organisieren und zu sagen, okay, wir kaufen jetzt eine Software nur einmal und wenn wir mit künstlicher Intelligenz arbeiten, dann machen wir ein Projekt draus und versuchen, diese Projektergebnisse dann allen zugänglich zu machen. Und man sieht hier insbesondere im Bereich der Daten, im Bereich, im Museumsbereich der Kooperation, versuchen Institutionen, weil das Zeug halt alles sehr, sehr teuer ist, verstärkt zusammenzuarbeiten. Nun ist das ja auch nicht unbedingt eine Kernkompetenz eines Unternehmens, mit anderen zusammenzuarbeiten und sich zu teilen. Ist nicht einfach. Aber ich glaube, dass es etwas ist, was man lernen muss, weil kaum jemand ist in der Lage, diese schwierige Situation von alleine zu bewerkstelligen. Wir haben uns dann auch, wie gesagt, hier überlegt, könnte man das nicht auch mit der Reform des Öffentlich-Rechtlichen zusammenbringen. Sie sehen hier mal einen Vorschlag für wie ein digitales Abbild eines Öffentlich-Rechtlichen aussehen könnte. Ja, Sie sehen auch da in der Mitte wieder so eine Karte, wo man alle, zum Beispiel auch kulturellen Geschichten oder kulturellen Institutionen, finden würde. Der Öffentlich-Rechtliche würde sozusagen versuchen, ein Abbild der kulturellen Einrichtungen in ihrer Region zu machen, ein Digital Twin, wenn Sie so wollen. Und da gab es ja vor einiger Zeit diesen berühmten Artikel von Tom Buro, damals war der NDR, wo er sagte, der Öffentlich-Rechtliche muss eine Plattform werden, auch für die Kultureinrichtungen im Lande. Also vielleicht ist das eine Chance. Und dann haben wir natürlich gesagt, es gibt dann auch so eine es gibt also sowohl die nach dem Kunden orientierte Sichtweise, aber auch eine interne, wo Sie mit anderen Institutionen zusammenarbeiten können. Das ist wie so eine Art Arbeitsfläche, wo ich mit anderen Musikschulen, mit anderen Theatern, mit anderen Konzerthäusern zusammenarbeite und komme dann drauf, die haben vielleicht dasselbe Projekt vor, die haben dieselben Probleme und ich tausche mich hier aus, bis hin, dass ich vielleicht eine Projektförderung gemeinsam beantrage oder Ausgaben für Software oder Technologie gemeinsam tätige. Ja. Last but not least haben wir uns überlegt, und wie steuere ich das Ganze? Also wenn ich jetzt diese ganzen Datenspuren habe, kann ich nicht auch eine neue Art von Kulturpolitik machen? Ich weiß, dass das ketzerisch ist. Ja. Aber ich habe mal hier das Beispiel mitgebracht des Shazam Dashboards. Kennen Sie das? Die verkaufen das ja an Musikverlage. Also Shazam, kennen Sie alles, diese App, wo Sie fragen können, welches Musikstück wird da gerade gespielt. Und das Spannende ist, dass er dann Shazam diese Daten verkauft und sagt, okay, kann genau sagen, wer hört welches Lied, wann, welche Region, wo. Aber was auch interessant ist, die haben auch jetzt so eine Art Scouting-Funktion und kommen dann drauf, okay, wir haben 5-mal diese Band, wurde angefragt, wir kennen die nicht, aber diese Band wurde 5-mal in dieser Region irgendwo gehört. Also vielleicht ist das was Interessantes, ein neuer Trend. Und wir haben uns überlegt, wenn wir all diese Daten haben, dann könnte man ja auch das auf einer Kulturpolitik-Ebene hochaggregieren, sagen. Was wurde gesucht? Was wurde gar nicht gefunden? Wie zufrieden waren die Leute damit? Das System sagt ja nicht, dass sie dann nur mehr Dinge machen müssen, mit denen sie Geld verdienen, aber sie haben zumindest mal eine empirische Basis, um dann eine Entscheidung treffen zu können. Letzter Punkt, ich überspringe das hier, wenn Sie mir das erlauben. Die Frage, die ich mir natürlich gestellt habe, ist, wollen Sie das alles überhaupt? Ja? Und wer sind Sie denn überhaupt? Also was ist denn Ihr Klassenbewusstsein, um jetzt einen altertümlichen Begriff zu verwenden? Interessiert Sie das überhaupt? Und was ganz interessant, ich habe mal versucht, das hier zusammen zu schustern, so im
Im Nachtrag der Wahl von Donald Trump haben sich insbesondere die amerikanischen Sozialwissenschaftler überlegt, wie konnte es dazu kommen, und haben versucht, die Gesellschaft wieder in verschiedene Klassen einzuteilen, die verschiedene Interessen haben. Und sie werden unschwer erkennen, dass sie Teil der kreativen Klasse sind. Ja? Die macht so ungefähr, je nachdem, ob man noch alle Lehrer dazu zählt, so ungefähr 30-40% der Gesellschaft aus. Schon viel, oder? Dann haben Sie noch die Arbeiterklasse. Die Fläche hier ist viel zu groß. Die Arbeiterklasse, würde ich sagen, macht noch aus wahrscheinlich 20% in Deutschland, 25%. Dann haben Sie unten, ich habe es mal gegangen, die untere Kaste. Das sind alle mit schwarzen Haaren. Und die machen ungefähr so 10% der Bevölkerung aus. Und dann haben Sie oben noch die 1%, denen gehört in Deutschland 30% der Werte, was relativ hoch ist. Ja. Und dann haben Sie noch die Dienstleistungsklasse, relativ groß, und dann noch so ein paar Aristokraten. Genau, die kreative Klasse unterteilt man in Young Creative Class und Creative Class, also der Intendant des Öffentlich-Rechtlichen ist die obere kreative Klasse und die anderen eben nicht. Ja, also und die sind auch jünger in der Regel, und die junge kreative Klasse erklärt der oberen kreative Klasse, was Vogue ist, ja, und wie das funktioniert. Und was ich gefunden habe, was aber sehr betrüblich ist für Ihre Situation, sehen Sie, was da so schräg steht, war eigentlich unisono auch der amerikanischen Soziologen zu sagen, diese kreative Klasse, die sind dafür verantwortlich, Werte auch zu produzieren für die Gesellschaft. Also die ganzen Moralvorstellungen, die wir haben, die kommen von denen. Aber eigentlich interessiert die nichts außerhalb ihrer eigenen Klasse. Ja? Also sie glauben, wir reden für die gesamte Gesellschaft, aber eigentlich interessiert sie das überhaupt nicht, was außerhalb ihrer Klasse ist. Ich habe mal mein persönliches Erlebnis, ich habe mal Lower Caste gedacht, okay, spricht mich an, und habe für ein Kulturprojekt in Potsdam, das hieß Kein schöner Archiv, die haben so ein Archiv gebaut für die Rolle von Migranten und ihre Rolle beim Aufbau der Bundesrepublik, nach der Mutter von der Putzfrau bis zum Programmierer. Ein total tolles Projekt. Es hat kein Mensch interessiert. weil für die untere Kaste war das, wozu gehe ich da hin? Ja, also, wo ist das überhaupt? Und die anderen hat es auch nicht interessiert. Also ein bisschen eine schwierige Situation. Ich will da niemanden kritisieren, ich bin ja selber Teil da irgendwo, aber ich glaube, das, was Sie überlegen müssen, Sie müssen ein bisschen ehrlich sein mit sich. Ja. Was Sie sind, was Sie machen können, wo Sie hinwollen, und sich dann auch überlegen, okay, vielleicht möchte ich doch was anderes tun, dann muss ich vielleicht auch mal mit anderen Leuten zusammenarbeiten, um was Neues zu produzieren. Meine Sichtweise ist ja nicht die allein glückselig machende. Mit diesen Worten möchte ich mich bedanken. Ich hoffe, ich war nicht zu ruppig, und Sie können mir verzeihen. Und ich freue mich auf die Diskussion und Anmerkungen. Vielen Dank. Dankeschön.